Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder einen Test mit neuem, also nicht mit neuem Equipment, aber mit anderem Equipment. Das heißt, das kann sein, dass also wieder alles in die Hose geht. Ja, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, dann ist natürlich immer alles etwas anders. Ich habe auch keinen Helm diesmal. Ich nehme jetzt noch mein altes Equipment hier und hoffe, dass ich das irgendwie zusammenschneiden kann. Ich wollte euch mal ganz kurz erzählen. Und zwar, ich habe ja dieses wunderschöne Hitway Bike hier bekommen. Und ein sehr großes Manko daran, also zumindest wenn man in den Bergen wohnt, ist mir aufgefallen. Und zwar sind die Bremsen, das wird nur mit mechanischen Bremsen ausgeliefert. Das Problem ist halt, dass das teilweise schon gefährlich ist. Also wenn es hier die Berge hoch und selbst dieser hier, der eigentlich gar nicht so steil ist hier, könnt ihr vielleicht sehen, dieser Hügel, das ist ein ganz neuer Fahrradweg. Auch verstehe ich nicht, warum sie die hier blau kennzeichnen. Es war schön, aber ich glaube, das ist sehr rutschig. Der Unterschied zwischen mechanischen Bremsen, Scheibenbremsen und hydraulischen Scheibenbremsen. Und ja, das habe ich erlebt, als ich dann einmal das Riese und Müller Fahrrad gefahren bin. Das hat ja eine Doppelzange hydraulische Bremse. Ich habe jetzt umgerüstet hier auf Magura Einkolbenbremse. Der Händler meinte, das reicht. Ich finde es auch noch, es geht. Es wäre natürlich noch besser, wenn man noch mehr Bremspower hätte. Aber es ist natürlich schon wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht zu meinen mechanischen Bremsen. So, jetzt wollen wir mal losfahren. Ich wollte das kleine Stückchen hier, neu entdeckter Fahrradweg, der liegt ein bisschen ab vom Schuss bei mir, aber trotzdem wollte ich den euch vorstellen. Runterfahren und, ja, und dann quatschen wir halt ein bisschen, wie ihr kennt mich ja. Und los geht's. Es ist auch alles mit meiner 380 Grad Kamera. 360 Grad, sorry. Ist auch alles etwas wackelig hier. Ich hoffe, das hält. Also normalerweise, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber zumindest hier in Spanien, da gibt es ja nicht so viele Radwege. Und ich fahre lieber auf der Straße. Wenn ein Radweg da ist, dann würde ich lieber auf der Straße fahren, was ja nicht zulässig ist. Aber die sind ja teilweise, okay, der ist neu hier, aber trotz alledem hat der so viele Macken. Ja, wie ihr seht, der geht immer links und rechts. Ist ja schön, dass die den so schön in die Landschaft integrieren wollten. Aber die Fahrradfahrer fahren noch nicht so langsam, höchstens mit einem Kinderwagen oder so, dass man hier da Schlängelchenlinien fährt. Man kann doch gerade runterfahren. Ja, egal, wie dem auch sei. Ja, es sind natürlich ja auch preiswertere Scheibenbremsen, die ich jetzt dran habe, also die von Hitway. Ich habe zwar schon auch die vordere hat er mir ausgetauscht, die haben sie mir als Ersatz geschickt, weil die erste verbogen war. Aber natürlich müssen wir mal eine kleine Tretunterstützung hier einschalten. So viel will ich heute nicht ackern. Die Scheibenbremsen werden wahrscheinlich auch besser, wenn man sie eben auch von namhaften Herstellern nimmt, so wie Magura, aber die kosten, wie ich gehört habe, halt 50 oder 60 Euro pro Stück. Also was ich sagen wollte, es bremst jetzt natürlich schon sehr viel stärker, aber es macht immer noch diese das heißt, für mich jetzt als Laie, ich würde sagen, ja, die Scheibe ist nicht rund oder die ist halt immer noch schief, obwohl sie mir ja eine neue geschickt haben. Das wollte ich dazu nur sagen. Auch so vom Greifen und so weiter finde ich die super mega geil, diese Magura. Also für den normalen Gebrauch. Ja, wenn es jetzt nicht so extrem ist wie bei mir hier, wahrscheinlich geht es ja noch extremer, aber wie ihr seht hier, ich würde jetzt hier runterdonnern mit, keine Ahnung, mit 60, 70 wahrscheinlich, wenn ich keine Bremsen hätte. Und wie ihr auch seht, der Radweg geht hier über die ganzen Einfahrten rüber und so weiter. Ich bin einmal hier schon zum Test runtergefahren, da wäre mir beinahe einer aus der Einfahrt hier reingedonnert, weil sie natürlich nicht denken, dass jemals hier der Fahrradweg benutzt wird. Weil ja, das sind noch alles Neubauten hier und keiner fährt so richtig hier lang. Oh, schöne Kawasaki, schöne Farbe. Und jetzt fahre ich hier mit angezogenen Bremsen, also nicht ganz, aber teilweise angezogenen Bremsen hier runter, damit wir hier nicht runterkacheln. Ja, was ich sagen wollte, klar, ich weiß nicht, was der Preisunterschied jetzt gewesen wäre, denn das hat er mir gar nicht vorgeschlagen, muss ich sagen. Er meinte nur, ein Kolben reicht für mich.
Und ich hatte ja, wie gesagt, Riese und Müller getestet mit 2 Kolben. Das fand ich wirklich super, mega geil. Das hier ist natürlich auch toll. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu mechanischen Bremsen. Aber es ist, ja, naja, was ist perfekt, ne? Aber es wäre natürlich noch besser, wenn es noch ein bisschen stärker anziehen würde. Und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, die richtig durchzuziehen hier. Ich denke, dass dann irgendwas reißt oder platzt. Aber wahrscheinlich ist das nur wieder ein Moto-Fuzzi, der immer Angst vor allen möglichen Sachen hat. Aber so fühlt sich das an, ja, sagen wir mal so. Aber ansonsten ist es natürlich schon im Gegensatz zum mechanischen sehr gut. Aber es könnte wahrscheinlich halt noch besser sein. Oh, hier ist eine Straße. Wenn man eben 2 Kolben hätte. Meine haben mich jetzt schon 200 € gekostet. Am Anfang meinte er 300 €, aber ich glaube, er hatte wohl am Anfang mit eingerechnet, dass er meine Scheiben auch auswechselt und die sind ja dann auch etwas teurer. Oh, ich komme hier gerade so drunter durch unter dem Baum mit meinem ausgezogenen Stab hier. Ja, das ist das alles, was ich euch sagen will. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche Kameras noch aufnehmen. Ich bin ja etwas, wie sagt man, spontan unterwegs und nicht so ausgestattet wie sonst, weil ich halt das ja noch nicht so oft gemacht habe hier mit dem Fahrrad. Ja. So natürlich, ja, ist natürlich schon schön hier die Nachbarschaft, sage ich mal, wenn man das Geld hätte, hier zu wohnen. Ja, das wollte ich dazu sagen. Ich wollte es auch nicht so lang machen. Ich quatsche immer viel zu viel. Das ist das erste Video in einer Reihe. Dann wollte ich im nächsten Video euch hier noch mein neues Cyc Plus vorstellen. Wurde mir mit freundlicher Genehmigung von Cyc Plus geliefert. Das würde ich euch im nächsten Video dann zeigen. Ansonsten war das erstmal alles so meine Eindrücke zu hydraulischen Bremsen. Ihr könnt mir ja mal mitteilen. Also wie ich schon sagte, oh, das ist auch ein interessantes Haus hier. Es wäre sehr... es ist schon wichtig zu wissen, wo man wohnt. Also das weiß man ja, aber ja, wenn ihr halt auch im Flachland wohnt, ich denke mal, mechanische würden da reichen. Aber wenn das immer hoch und runter geht, hoch und runter, also da kommt ihr nicht an hydraulischen Bremsen vorbei. Das geht, glaube ich, nicht. Ja, das waren so meine Eindrücke hier. Jetzt kommen wir schon zum Ende von diesem kleinen Fahrradweg, der hier extra angelegt wurde. Und ich mache hier erstmal Schluss. Das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Moto-Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao. Oh, hier sind sogar, das habe ich gar nicht gesehen, das sind sogar Fahrradständer hier. Also Fahrradständer habe ich auch ehrlich gesagt in Spanien noch nicht gesehen. Also bei mir hier nicht. Denn hier gibt es nur Motorräder und Roller. Aber hier ist ein Fahrradständer. Naja, so richtiger Ständer ist er auch nicht. Man muss halt sein Rad da reinstellen. Dann kann man es vielleicht am Vorderrad anschließen oder Hinterrad. Ja, das war alles. Ich werde jetzt mal wieder alles abschalten hier. Probefahrten mit Moto-Fuzzi sind ein Genuss. Moto-Fuzzi!